Eine Audiodeskription ermöglicht blinden und sehbeeinträchtigten Menschen das Verstehen und Erfahren von Filmen, indem visuelle Informationen in Dialogpausen beschrieben werden. Die Anforderungen an die Audiodeskription variieren allerdings stark von Zielgruppe zu Zielgruppe. Um den verschiedenen Bedürfnissen gerecht zu werden, wurde in dieser Arbeit ein neuer Ansatz zu einer personalisierten Audiodeskription entwickelt. Hierbei können die Nutzenden zwischen 3 verschiedenen Versionen der Beschreibung wählen, welche sich hinsichtlich der Sprechgeschwindigkeit sowie der Ausführlichkeit des Inhalts unterscheiden. Je höher die gewählte Geschwindigkeit, desto mehr Inhalt wird in der Dialogpause vermittelt. Es werden die 3 Stufen langsam, normal und schnell zur Verfügung gestellt. Hier ein Beispiel, welches erst in normaler, dann in schneller und schließlich in langsamer Geschwindigkeit demonstriert wird. Eine Person tippt auf einer Tastatur, nimmt einen Stift und schreibt etwas in das danebenliegende Notizbuch. In einer Nahaufnahme tippen 2 dunkel behaarte Hände auf einer weißen Tastatur. Davor steht ein volles Espressoglas. Die eine Hand nimmt einen Stift und schreibt etwas in das danebenliegende Notizbuch. Eine Person tippt auf einer Tastatur und schreibt etwas in ein Notizbuch. Zum Senken der Produktionskosten wird bei diesem neuen Ansatz eine künstliche Stimme eingesetzt. Besonders qualitativ hochwertige Stimmen werden zurzeit mit Hilfe von Machine Learning entwickelt. Diese sogenannten KI-Stimmen bzw. neuronalen Stimmen lernen aus voraufgezeichnetem Audiomaterial und klingen umso natürlicher, je mehr Audiomaterial zum Trainieren verwendet wurde. Nun stellt sich die Forschungsfrage, ob durch den personalisierten Ansatz ein Mehrwert geschaffen werden kann und ob er von den Nutzenden im Vergleich zur etablierten Audiodeskription bevorzugt wird. Zur Datensammlung wurde ein Usability-Test mit 6 blinden Testpersonen durchgeführt, welche sich in Alter, Geschlecht und dem Zeitpunkt ihrer Erblindung unterschieden. Gezeigt wurde je ein Filmausschnitt zu 3 verschiedenen Filmgenres: Actionfilm, Dramafilm und Dokumentarfilm. Der Filmausschnitt wurde zuerst mit der originalen menschlichen Audiodeskription und anschließend mit dem neuartigen System mit künstlicher Stimme abgespielt. Zur eigenständigen Bedienung wurden die Links zu den 6 Videos und der Videoplayer auf einer Webseite eingebettet. So konnten sie mittels Screenreader bedient werden. Ergebnisse: Die Qualität der neuronalen Stimme wurde im Durchschnitt mit 4,3 von 5 Punkten bewertet, was die Beobachtung aus vorherigen Studien, dass künstliche Stimmen durchaus akzeptiert werden, bestärkt. Die Verständnis- und Emotionsvermittlung werden durch eine künstliche Stimme kaum verschlechtert. Die schnellste Geschwindigkeitsstufe wurde als die beliebteste Stufe gewählt, wodurch sich ableiten lässt, dass ein Interesse an einem höheren Informationsgehalt besteht. Eine besonders gute Eignung des Systems hinsichtlich eines der getesteten Genres konnte nicht festgestellt werden, sondern es hat sich lediglich eine Tendenz zum Actionfilm herauskristallisiert. Auf die direkte Frage, welches System bei gleichem Zeit- und Kostenaufwand bevorzugt werden würde, haben 2 Testpersonen für die etablierte Audiodeskription gestimmt, wohingegen 4 das neuartige System mit künstlicher Stimme präferierten. Der Hauptgrund dafür war, dass durch die Personalisierung eine größere Zielgruppe erreicht werden kann. In zukünftigen Forschungen müsste eine Kostenkalkulation bezüglich der Umsetzung dieses Systems durchgeführt werden. Außerdem wäre eine Testung des Systems anhand von Filmen mit kompletter Länge und eine Eignung für Social-Media-Inhalte wichtig. Die Einbeziehung einer größeren Studienpopulation wie ältere Menschen und Menschen aus verschiedenen Bildungsschichten wäre ebenfalls sinnvoll. Es fragt sich außerdem, inwieweit weitere Technologien, wie beispielsweise eine automatische Skriptgenerierung, eingesetzt werden können.